Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Blog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Hi, heute würde ich Ihnen und euch gerne ein ganz neues Projekt vorstellen, was für uns riesige Bedeutung hat und wahrscheinlich auch für die gesamte Data Space Community. Denn heute würde ich gerne erzählen über das Data Spaces Support Center. Und vielleicht sollte ich anfangen, ein Stück weit das in den Kontext zu setzen, in dem dieses Projekt aufgehangen ist. Denn der Kontext wird gesetzt durch die europäische Datenstrategie. Die europäische Datenstrategie hat das Ziel ausgerufen, dass wir in Europa unseren Datenschatz, den wir hier zweifelsohne haben, einfach besser nutzen. Nicht? Also wir haben ganz viele Daten, die kann man letzten Endes, ich glaube, das steht auch in einem EU-Bericht mal drin, so auf mehrere 100 Milliarden Euro im Wert berechnen. Aber dieser Wert wird eben nur erreicht, wenn wir diese Daten nutzen. Und die EU-Datenstrategie sagt, dass wir die mehr nutzen wollen, aber gleichzeitig die Interessen des Datengebers und die Datensouveränität des Datengebers schützen und nicht verletzen wollen. Und als zentrales Instrument, das zu tun, also auf der einen Seite die Daten mehr nutzbar zu machen und auf der anderen Seite die Interessen des Datengebers, aber auch den Vertrauensschutz des Datennehmers zu gewährleisten, sind 9 gemeinsame europäische Datenräume ausgerufen worden. Also es steht auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in der EU-Datenstrategie schon drin, dass man diese Datenräume aufbauen möchte. Naja, und dafür gibt es eine ganze Reihe von Fördermitteln, die bereitgestellt werden. Zudem ist es ja so, dass sich auch ganz viele andere Datenrauminitiativen bereits auch ergeben haben und auch letzten Endes schon produktiv sind. Also da ist zum Beispiel zu nennen der Mobility Data Space in Deutschland oder SCSN in der Logistik der Hightech-Industrie in den Niederlanden. Oder Catena-X ist etwas, was jetzt live gehen wird in den nächsten Wochen in der Automobilindustrie. Also ganz viele Sachen sind schon da. Und das Data Space Support Center hat die Aufgabe, diese Datenrauminitiativen in Europa zu unterstützen. Und zwar beim Aufbau ihrer Datenräume, also was gehört eigentlich zum Datenraum, da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Ich brauche einen Katalog, wo die Datenquellen gefunden werden können. Ich muss vielleicht auch so eine Art App Store vorsehen. Ich muss mich um Identitätsmanagement kümmern und. Also was brauche ich eigentlich, also was sind die Bausteine, die Lego-Bausteine, wenn man so will, um einen Datenraum zu bauen. Aber wie kriege ich das auch hin, wenn ich weiß, was ich bauen muss, dass ich dann das auch tue, also dass ich da hinkomme, dass ich irgendwo mir überlege, wo fange ich an, wen muss ich aus dem Ökosystem mit in ein Team einbringen, was jetzt so diese grundlegenden Arbeiten macht, vielleicht auch sich Gedanken darüber macht, in welcher Rechtsform dieser Datenraum letzten Endes dann auch institutionalisiert wird, sich Gedanken darüber macht, ob das ein Intermediary gemäß dem Data Governance Act ist und. Da sind ganz viele Fragen zu beantworten und das Data Space Support Center soll methodische Unterstützung leisten für diese für Europa wichtigen Domänen, also wie gesagt das Gesundheitswesen, Mobilität, Produktion, Energiewirtschaft und. Und auf der anderen Seite soll es eben halt auch eine Plattform bilden, damit man sich austauschen kann. Denn es ist ja so, dass wir in diesen gemeinsamen europäischen Datenräumen wiederum ganz viele Einzelinitiativen haben. Also ich hatte den Mobility Data Space in Deutschland schon genannt. In Frankreich gibt es Iona-X, also das französische Pendant. Und die müssen insgesamt natürlich dann auch zusammenwirken können. Das heißt, sie müssen interoperabel sein, sodass das Data Sharing, das Teilen der Daten nicht nur innerhalb eines Datenraums, sondern auch zwischen Datenräumen passiert. Also neben diesen Building Blocks, neben diesen Lego-Bausteinen müssen wir auch definieren, Empfehlungen geben, welche Standards man verwenden muss, damit das Datenteilen innerhalb, aber auch zwischen den Datenräumen funktioniert. Das ist wichtig, damit wir eben halt Daten möglichst weit teilen. Denn je mehr sie genutzt werden, je mehr sie geteilt werden, umso
mehr entfaltet sich der Wert. Das ist ein Stück weit auch letzten Endes halt eine Logik aus der Plattformökonomie, dass man eben halt als Datengeber umso mehr davon hat, je mehr Datennachfrager letzten Endes vorhanden sind und umgekehrt. Und außerdem ist es so, dass die Interoperabilität wichtig ist, weil wir viele Unternehmen haben, die in mehr als einem Datenraum dabei sind. Also wenn wir uns zum Beispiel Firmen wie BMW, Volkswagen oder Mercedes ansehen, die sind natürlich beim Datenraum Mobilität auch dabei, weil wir letzten Endes die Daten aus den fahrenden Autos nutzen, um Verkehrsströme besser zu lenken beispielsweise. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich auch in Catena X dabei, wo es eben halt um die zukünftige Struktur der Lieferkette und um zirkuläre Wertschöpfung, um das Recycling von Fahrzeugkomponenten geht. Und die sagen natürlich auch, naja, ich bin jetzt in 2 Datenräumen und ich habe ja keine Lust, unterschiedliche Identitätsmanagementsysteme zu unterstützen oder inkompatible Katalogformate für meine Datenbeschreibung halt bedienen zu müssen. Naja, und das Data Spaces Support Center tut eben genau das. Also wie gesagt, diese Vorgaben machen, die Community zusammenbringen, damit man voneinander lernt und auch Daten tauschen kann und letzten Endes halt auch ein Stück weit alle beteiligten Akteure zu beraten. Das Data Spaces Support Center ist ein Projekt finanziert von der Europäischen Union im Rahmen von des Digital Europe Programs der Europäischen Kommission. Hat aber letzten Endes halt Ausstrahlungswirkungen eigentlich auf alle Datenraumprojekte in Europa, egal ob sie von der EU gefördert sind oder nicht. Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, auch ein sehr dringendes Thema und deshalb gilt auch hier wieder, wie schon bei Datenökosystemen und Datenräumen generell, dass wir besser dran sind, wenn wir uns zusammentun. Und jeder von Ihnen, von euch, der Interesse daran hat, mehr darüber zu erfahren, und eben vielleicht auch sich einzubringen, der möge sich gerne bei uns melden. Natürlich gibt es auch eine Website, dssc.eu. Da sind mal schon die ersten Informationen drauf. Das wird jetzt im März, wenn wir unseren großen Event haben in Den Haag am 21. und 22. März 2023 auch nochmal einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt und dann mit neuen Funktionalitäten. Aber da kann man sich eben informieren auf dssc.eu. Und wie gesagt, wer Fragen hat und Bock hat, da irgendwo und Interesse hat mitzumachen, einfach gerne Bescheid sagen.